Stopp! Bevor du dir den nächsten teuren Pastellstift kaufst, weil du denkst, dir fehlt genau dieser eine Farbton für dein Tierporträt, ich zeige dir heute, wie du aus 12 Grundfarben über 300 verschiedene Farbnuancen mischen kannst. Das, was ich dir heute über das Pastellfarbenmischen verrate, hat meine Malerei komplett verändert und spart dir nicht nur hunderte Euros, sondern macht deine Tierporträts auch unglaublich viel lebendiger und realistischer. Bleib dran, denn am Ende zeige ich dir die 3 häufigsten Mischfehler, die deine Tierporträts sofort amateurhaft aussehen lassen und wie du sie vermeidest. Herzlich willkommen zurück bei Pastell Natur. Ich bin Andreas und wenn du lernen möchtest, wie du mit Pastellstiften und Pastellkreiden realistische Tierporträts malst, die aussehen, als könnte man ins Fell greifen, dann bist du hier genau richtig. Heute tauchen wir tief ein in die eine Fähigkeit, die den Unterschied macht zwischen ganz nett gemalt und wow, wie echt ist das denn? Das richtige Pastellfarbenmischen. Weißt du, ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich verstanden habe, warum meine ersten Tierporträts irgendwie flach aussahen. Ich hatte damals schon über 80 verschiedene Pastellstifte, 80! Und trotzdem fehlte meinen Tierporträts diese Lebendigkeit, diese Tiefe, die ich den Werken von Profis gesehen hatte. Der Durchbruch kam, als mir eine erfahrene Pastellkünstlerin sagte: Andreas, hör auf, für jede Farbe, die du siehst, einen neuen Stift zu kaufen. Lerne stattdessen, Pastellfarben richtig zu mischen. Das hat alles verändert. Warum Mischen so wichtig ist? Hier ist die Wahrheit, die dir niemand sagt. Die Natur kennt keine einzelnen Farben. Schau dir das Fell eines Fuchses an. Das ist nicht einfach nur orange. Das ist ein komplexes Zusammenspiel aus Orangetönen, Braunnuancen, vielleicht ein Hauch Violett in den Schatten, cremigen Gelbtönen in den Lichtern. Wenn du versuchst, das mit einzelnen Stiften direkt aus der Packung zu malen, wird dein Tierporträt wie ein Malbuch wirken. Nett, aber nicht lebendig. Das Pastellfarbenmischen ist der Schlüssel zum Realismus. Ist einfach so. Lass uns jetzt konkret werden. Es gibt beim Pastellfarbenmischen 3 grundlegende Methoden und jede hat ihre eigene Superkraft. Die erste Methode ist das optische Mischen. Du trägst verschiedene Farben in dünnen Schichten übereinander auf, ohne sie zu vermischen. Dein Auge übernimmt die Arbeit und mischt die Farben aus der Entfernung. Das ist perfekt für Felltexturen, weil es diese unglaubliche Tiefe erzeugt. Für einen realistischen Fuchs würdest du zum Beispiel zuerst einen warmen Ockerton auftragen, dann vorsichtig einen Hauch Sienna und dann vielleicht noch einen winzigen Touch von gebranntem Orange. Von weitem verschmelzen diese Schichten zu einer Farbe, die so komplex ist, dass sie atmet. Die zweite Methode ist das direkte Mischen auf dem Papier. Hier trägst du 2 oder mehr Farben nebeneinander auf und verblendest sie mit deinem Finger, einem Estompen oder einem weichen Tuch. Diese Technik nutze ich besonders für weiche Übergänge, etwa wenn das Licht sanft über den Rücken eines Rehs gleitet. Der Trick dabei: arbeite immer vom Hellen ins Dunkle und verblende mit kreisenden Bewegungen, nie mit Strichen hin und her. Die dritte Methode, und das ist mein Geheimtipp für fortgeschrittene Maler, ist das Vormischen. Du nimmst 2 Pastellstifte, schabst etwas Farbpulver von beiden ab und mischst es auf einem separaten Stück Papier oder einer Palette. Dann nimmst du die gemischte Farbe mit einem Schaumstoffwischerl und deinem Finger auf. Das gibt dir absolute Farbkontrolle über den exakten Farbton und ist Gold wert für ganze spezifische Bereiche wie Nasenspitzen oder das Funkeln in den Augen. Jetzt wird's richtig spannend. Die Glocken läuten. Ich weiß nicht, ob du es hörst, aber die Glocken läuten. Denn beim Pastellfarbenmischen geht es nicht nur um Technik, es geht um Farbverständnis. Und hier scheitern die meisten. Wenn du Farben mischst, arbeitest du mit 3 Dimensionen: Farbton, Helligkeit und Sättigung. Stell dir vor, du malst das Auge eines Wolfes. Du brauchst ein dunkles Grau-Blau, aber wenn du einfach schwarz und blau mischst, wird es tot aussehen, leblos. Warum? Weil reines Schwarz die Farbe tötet. Hier ist das Geheimnis. Nutze reines Schwarz nur in Ausnahmen für Tierporträts. Mische stattdessen dunkle Töne aus Komplementärfarben. Für Schatten im Fell eines Fuchses mischst du etwa ein tiefes Violett aus Ultramarin und Kaminrot, gibst einen Hauch gebranntes Sienna dazu und plötzlich hast du einen Schatten, der lebt, der Tiefe hat, der real wirkt. Hier kommt der absolute Gamechanger für dich. Du brauchst keine 200 Pastellstifte. Ich arbeite heute meist mit einer Kernpalette von nur 12 Farben, aus denen ich wirklich alles mischen kann. Klingt unglaublich. Du brauchst 3 Primärfarben in warmer und kalter Variante.
Also ein warmes Rot wie Cadmiumrot und ein kaltes Rot wie Kamin. Ein warmes Gelb wie Cadmiumgelb und ein kaltes Gelb wie Zitronengelb. Ein warmes Blau wie Ultramarin und ein kaltes Blau wie Cyan. Dazu kommen Weiß, ein warmes und ein kaltes Braun und wenn du möchtest, ein sehr dunkles Indigo für die tiefen Schatten. Mit diesen 12 Farben kannst du durch geschicktes Mischen jede Nuance erstellen, die du für realistische Tierporträts brauchst. Jede einzelne. Und jetzt wie versprochen die 3 Fehler, die ich ständig sehe und die Tierporträts sofort amateurhaft wirken lassen. Fehler Nummer 1. Zu stark verblenden. Viele Anfänger denken, je mehr sie reiben und mischen, desto besser. Falsch. Wenn du zu viel verblendest, verlierst du die Lebendigkeit der Pastellfarben. Das Feld sieht dann aus wie Plastik. Mische gezielt, behalte aber auch einzelne Farbstriche sichtbar. Das erzeugt diese magische Textur. Fehler Nummer 2. Komplementärfarben falsch einsetzen. Wenn du Komplementärfarben zu stark mischst, also Orange und Blau, Rot, Grün, Gelb und Violett, bekommst du ein schmutziges Grau-Braun. Das kann gewollt sein für neutrale Töne, aber meistens ist es ein Unfall. Die Lösung? Mische Komplementärfarben nur in kleinen Mengen und füge eine dritte Farbe hinzu, um die Richtung zu bestimmen. Zu den Komplementärfarben mache ich dir mal noch ein ganz eigenes Video. Fehler Nummer 3. Die falsche Papierfarbe ignorieren. Das Papier, auf dem du arbeitest, beeinflusst massiv, wie deine gemischten Farben wirken. Auf grauem Papier wirken dieselben Mischtöne völlig anders als auf weißem oder beigefarbenem Papier. Teste deine Mischung immer auf einem Stück desselben Papiers, auf dem du dein finales Werk malst. Das Schöne am Pastellfarbenmischen ist, es ist eine Fähigkeit, die mit jedem Bild besser wird. Du entwickelst ein Auge dafür, welche Farben du brauchst, bevor du sie aufträgst. Du siehst in einem Tierfeld plötzlich nicht mehr nur braun, sondern ein Konzert aus warmen Siennatönen, kühlen Graunuancen, vielleicht einem Hauch von Violett in den tiefsten Schatten. Und genau das ist der Moment, in dem deine Malerei zum Leben erwacht. Das ist der Moment, in dem Menschen vor deinen Bildern stehen und sagen, wow, das sieht ja aus wie ein Foto. Das ist der Moment, in dem du nicht nur Farben auf Papier gebracht hast, sondern ein Lebewesen erschaffen hast. Wenn dir dieses Video jetzt geholfen hat, das Pastellfarbenmischen besser zu verstehen, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Das zeigt YouTube, dass dieses Wissen mehr Menschen erreichen soll. Schreib mir in die Kommentare, für welches Tier du gerne eine Anleitung von mir haben möchtest und mit welcher Farbe du die größten Schwierigkeiten hast. Ich lese jeden einzelnen Kommentar und antworte dir persönlich. Abonniere meinen Kanal, wenn du Schritt für Schritt lernen willst, wie du Tierporträts malst, die nicht nur gut aussehen, sondern auch sehr professionell wirken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, misch mutig, experimentiere furchtlos und erschaffe Magie mit Pastellfarben.